Ja, good morning in the morning. Es windet sehr. Ein Glück, dass ich das externe Mikro mit dabei habe. Es sollte eigentlich den Wind abfangen, aber mit der GoPro da hat jetzt einige Probleme gegeben. Frank Peterle auf dem Weg nach Wassertrüdingen. Ja, das liegt so ganz grob unterhalb vom Altmühlsee. Das fränkische Seenland, bekannt mit dem Brombachsee, Altmühlsee und was weiß ich noch alles. Und da ist heute ein Thai-Festival. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da ein Auto kommt. Sehr schön hier mit den Weihern hier draußen am Land. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Fast so wie in Thailand. Ja, da ist ein Thai-Festival am Festplatz. Soll wohl ziemlich groß sein. Größer als das, wo ich letztens war in Gersdorf. Da habe ich ja so ein Short-Video gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Und es sind so 67 Kilometer müssten es sein, einfach. Geht um 12 los. Wo muss ich lang? Geht um 12 los, geht bis 20 Uhr. Heute am Samstag, morgen am Sonntag nochmal. Da schauen wir uns mal um, treiben uns da rum, mal gucken, was die zu essen haben, was dort so abgeht. Und den Weg dorthin zeige ich euch auch noch hier durch die schöne fränkische Landschaft. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei diesem Video. Das hier ist übrigens Winsbach, sehr schön, sehr schöner, kleiner, gemütlicher Ort mit alten historischen Gebäuden, Fachwerkhäusern, Kopfsteinpflaster, typisch fränkisch eben. Einsatz mit dem Heli. Keine Ahnung, ob das irgendwann hier weitergeht oder ob wir hier länger stehen müssen. Keine Ahnung, was hier los ist. Der erste wendet schon, fährt zurück. Naja, das wird ja nicht den ganzen Tag hier dauern. Also langsam durchrollen, sagt der freundliche Herr der Polizei, dann machen wir das. So, dann roll mal. Dann rollen wir mal. Eieiei, was ist hier passiert? Oh. Unfall. Eieiei. Keine Ahnung, da lag ein Fahrrad im Gebüsch. Ich hoffe, da ist niemand zu Schaden gekommen, aber wenn der Notarzt da ist, dann gab es da anscheinend einen Fahrradunfall. Ansonsten hätte ich gedacht, er hat das Fahrrad irgendwie vom Caravan verloren. Weil es gibt ja immer so Spezialisten, die das
ja, nicht sachgemäß befestigen und dann verlieren sie auf einmal ihren Heckträger auf der Autobahn und solche Geschichten. Aber hier war wohl Größeres im Spiel. Okay, naja, gut. Ich hoffe, der oder diejenige kommt einigermaßen heil davon. Für uns geht es weiter Richtung Wassertrüdingen. Wie viele Kilometer haben wir noch? Ja Gott, es kommt Plan. 30 Grad haben wir. 35 haben wir im Kasten, 67 ungefähr sind es, also ungefähr die Hälfte noch. So, es dürfte dann der höchste Punkt der Tour sein. 520 Meter über Normal Null. Mehr gibt es hier nicht, aber der Anstieg zieht sich trotzdem. Dafür kommt jetzt gleich eine geile lange Abfahrt. Zumindest laut Profil. Es geht sogar noch ein bisschen höher. 5,30, 5,35 wahrscheinlich. Nicht mehr weit. Ja, das war jetzt gerade der Krankenwagen vom Unfall. Ja, wie gesagt, alles Gute den Beteiligten. Unschön sowas, möchte man nicht haben. Puh. So, und wir sind jetzt auf 5,43 Scheitelpunkt. Ach, Unterhöberg, Oberhöberg, ah ja, das kenne ich ja. Ja, das ist so die Strecke, wenn man so vom Altmühlsee und Brombachsee herkommt. Das ist so eine schöne Alternativstrecke zu den Hauptstraßen. Ja, toll. Ja, und jetzt stehe ich hier. Do not cross. Wäre schön, wenn hier eine Umleitung ausgeschildert wäre oder irgendwie eine Ankündigung, wie man fahren soll. Ach, Leute, echt. Leute, was mache ich denn jetzt? Ich muss hier rüber, ich kenne mich hier nicht aus. Ich fahre jetzt nicht 5 Kilometer irgendwo die Bahngleise entlang und suche mir da irgendwo eine Stelle. Also wir müssen leider das Gesetz brechen. Ja, angekommen in Gunzenhausen am Altmühlsee, das ist irgendwo da drüben. Das ist hier diese Bundesstraße, die an Gunzenhausen vorbeigeht. Ich weiß gar nicht, was die für eine Nummer hat, 466 oder irgend sowas, keine Ahnung, egal. Altmühlsee habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich mal. Da wird es hingehen zum Altmühlsee. Wir fahren jetzt hier durch Gunzenhausen und dann haben wir noch so 20 Kilometer. Dann sind wir in Wassertrüdingen, der Hunger steigt. Es ist 11:43 Uhr, um 12 Uhr eröffnet die Küche. Und das passt dann genau, wenn ich ankomme. Dann gibt es gleich mal einen Happen Essen. Kleiner Fun-Fact am Rande: Die Dinger hier, diese aufblasbaren Männchen mit dieser Winkefunktion, die sieht man in Thailand zuhauf. Hier habe ich sie erst 1-2 Mal gesehen, aber scheint wohl jetzt auch immer populärer zu werden. Aber, ja, Moment. Aber erinnert mich voll an Thailand, weil die siehst du irgendwie vor jedem zweiten Geschäft oder Tankstelle oder sonst was. So ein wedelndes Männel, das dich reinwinkt. So, und jetzt unfallfrei zurück auf die Straße, gar nicht so einfach hier. Hier geht's zu wie in Nürnberg. Ja, das hier vorne ist übrigens der Hesselberg, da mit dem Funkmast. Ich schau mal, dass ich das irgendwie reinzoome. Das ist der höchste Berg Mittelfrankens. Da waren wir auch schon oben, auch schon ein Video gemacht. Wird auch oben verlinkt. Ja, des Weiteren ist das eine ziemliche Rennstrecke hier. Also da unten wird ein Weg lang gehen. Ja, es macht nicht so viel Spaß hier die letzten 10 Kilometer. Hier fahren sie wie die Wilden. Ich bin auch 2-3 Mal knapp überholt worden, unnötigerweise, aber das kennt man ja hierzulande.
Und bevor irgendwie angehalten wird, weil Gegenverkehr kommt, da muss halt trotzdem überholt werden. Weil die 2 Sekunden, die reißen es ja raus. Ja, es ist immer wieder dasselbe. Ich warte bloß drauf, dass mir mal was passiert, dass mich mal so ein Honk irgendwie streift und ich dann irgendwo hier über die Leitplanke fliege. Irgendwann wird es soweit sein. So, hier ist wenigstens mal so eine Art Radweg, oder ist, glaube ich, sogar als Radweg ausgeschildert. Aber hier der Rest der Straße, die ersten 5 Kilometer von Gunzenhausen Richtung Wassertrödingen, sind Selbstmord. Das wäre echt schlimm, da muss ich mal gucken auf Komoot. Entweder guckt er ins Handy oder er ist platt. Muss ich mal gucken auf Komoot, ob es da irgendwie eine Umfahrung gibt. Weil da habe ich keinen Bock, hier nochmal zu fahren. Da muss es irgendwas geben. Da hat mir Komoot wieder irgendwas ausgespuckt, was völlig unbrauchbar ist. Und ich muss das mal eruieren, ob es da eine bessere Alternative gibt. Mit Sicherheit. So, Ankunft in Wassertrödingen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Das soll ja angeblich am Festplatz sein. Den habe ich hier auch eingegeben. Immer geradeaus. Schauen wir mal. Wird schon irgendwo sein. So groß ist ja das Kaff hier nicht. Außer ein Alpaka oder Lama oder was auch immer das ist, nichts. Und der heiligen Figur, ja, zurück geht's. Okay, ich sehe Zelte, Schirme. Oh ja, yeah. Ist das der Festplatz hier? Da vorne ist noch ein Zelt, sieht zumindest danach aus. Hier sind auch mehrere Autos schon, alles ein gutes Zeichen. Mhm. So, jetzt habe ich mir einen Wassermelonen-Smoothie gegönnt für 6 Euro. Kostet in Thailand 1 Euro. 6-mal weniger. Ja, habt ihr vegan auch? Vegan gibt nur Pad Thai. Pad Thai? Ja. Pad Thai. Ahante? Pad Thai einmal? Ja, Mai Sai Kai. ไม่ใส่ไข่ย่างเวกันไม่ใส่ไข่ย่า Das hat schlappe 10 Euro gekostet. Das sind 400 Baht. Searing-Baht. Und das hat 3,50 gekostet. 6 Euro noch das Smoothie. Das ist für schlappe 20 Euro los mit 20 Sachen. Ich meine, groß ist es nicht. Aber schauen wir mal, wie es schmeckt.
Bisschen wie im Zoo, ne? Thailandfest in Wassertrüdingen ist ja eigentlich schon mehr als Tradition. Jahr für Jahr Thailand sehen wir dich mit D. heute gemeinsam mit deiner Frau. Schön, dass ihr hier seid. Du als stellvertretender Landrat hier des Landkreises Ansbach. Begrüßen wir Stefan Horndasch. Dann ตอนนี้เราเปิดงานนะคะแล้วยินดีต้อนรับStefan Hondas, ich bin stellvertretender Landrat. Wir erleben traditionelle Volkstänze, Musik, Gesang und Spezialitäten der thailändischen Küche, die wir hier im Hintergrund sehen. Dann natürlich werden wir verwöhnt mit Kultur aus der faszinierenden Welt aus Fernost. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ2 วันนี้และพรุ่งนี้เราได้มีโอกาสดูรำไทยได้มีโอกาสกินอาหารไทยด้วยแล้วได้รู้ว่าที่เมืองไทยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง Ja, erfreuen wir uns an den farbenfrohen und aufwendigen seitens des Landkreises Ansbach und seitens unseres Landrats Dr. Jürgen Ludwig zu diesem Festival. So, Sabai. Frankenbüttel am Relaxen. Sehr gefährlich. Er könnte einschlafen. Er muss aber noch nach Hause. Muss mich jetzt langsam aufraffen, weil sonst wachse ich hier fest an dem Baum hier. So, ich muss jetzt noch mal auf Komoot schauen, dass ich nicht wieder diese selben 5 Kilometer da auf dieser Mörderstraße fahre und das irgendwie umfahre. Dazu muss ich jetzt dann noch mal anhalten, bei Komoot reingucken und dann geht es denselben Weg wieder zurück. Viel filmen werde ich jetzt da nicht mehr, weil ich habe ja alles schon gezeigt, den Herweg. Hier geht es zu, es werden immer mehr Leute. Ich glaube, ich komme von hier. A little bit of Thailand in Germany. So, wir sind jetzt hier wieder am Marktplatz von Wassertrödingen. Die Glocken läuten, das Zeichen für mich nach Hause zu fahren. Warte mal, was ist hier? Radfahrer absteigen, okay, also ich kann durchfahren. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Akku vom Schaltwerk schon wieder leer ist. Jetzt habe ich den vorderen Akku vom Kettenblatt nach hinten versetzt, damit ich wenigstens das Schaltwerk bedienen kann. Das ist ja der Vorteil des SRAM. Da kann man mal geschwind die Akkus tauschen. Jetzt gleich Anstieg hier. Auf dem großen Blatt. Oh, es rumpelt und donnert schon hier. Ich hoffe, ich komme trocken heim. Ich weiß gar nicht, ob was gemeldet war heute. Okay, das war's vom Thai-Festival in Wassertrödingen. Schön war's. War auch etwas größer als das in Gersdorf. Mehr Stände und ja, ein bisschen mehr Tanz und Ansprache vom Bürgermeister und vom Landrat. Mit schönen Grüßen vom Dr. Markus Söder, mit dem er vorher noch
eine Radtour gemacht hat und er ihn angewiesen hat, doch seine besten Grüße auszurichten, hat er brav gemacht. Ja, und das Essen, ja, sehr vielfältig, gab es alles, Pad Thai, Papayasalat, Tom Yum genannt oder ja, sämtliche Spießchen und Smoothies und Cocktails und Bier und was weiß ich. Allerdings alles ein bisschen overpriced. Ja, kann man jetzt nicht vergleichen mit Thailand, aber man kann zumindest den Vergleich ziehen, dass irgendwie das Verhältnis immer größer wird. Also was vorher vielleicht 4-, 5-mal so teuer war, ist jetzt teilweise 10-mal so teuer. Oh, ich hätte hier abbiegen müssen. Scheiße. Moment. Und ja, von daher, also so ein Papayasalat 10 Euro, das ist schon heftig. Ich meine, wenn ich weiß, der kostet da drüben 50 Baht oder so, was ein bisschen über 1 Euro ist, dann frage ich mich schon, wo da die Verhältnismäßigkeit ist. Das Pad Thai, was ich gegessen habe, hat auch 10 Euro gekostet. Das kriegst du auch für 1 Euro, 1,50 oder was. Smoothie auch 1 Euro. Es ist halt alles irgendwie, naja, jenseits von Gut und Böse, aber egal, wer es zahlen will, kann es tun. Ich habe jetzt auch 20 Euro dort gelassen, das ist mein Support ans Festival. Tut mir nicht weh, aber ich sehe das halt im Verhältnis zu dem, was ich dafür bekomme. Wenn ich für 10 Euro mir ein Essen bestelle und dann habe ich da so ein Schälchen mit ein paar Nudeln, esse die auf und habe hinterher immer noch Hunger, müsste eigentlich dieselbe Portion nochmal bestellen, dann steht es für mich in keinem Verhältnis. Dann sehe ich auch nicht ein, da 10 Euro zu zahlen. Aber egal, das ist halt meine Einstellung, das mag jeder anders sehen. Aber wir sind ein freies Land, da kann ja jeder sagen, was er will. So sehe ich das. Egal, es war schön, freundliche Leute, aber ja, was soll ich mehr dazu sagen? Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Irgendwie hat mich jetzt Komoot doch anders gelotst. Nicht diese hässliche Straße, ich glaube, die ist da drüben, da sehe ich gerade ein Auto hinter dem Maisfeld. Das könnte sie sein. Ich fahre irgendwie über Nebenstraßen jetzt zurück nach Gunzenhausen, was sehr schön ist, weil hier null Verkehr ist, wie man hier sieht. Die andere Straße war ja wirklich Harakiri. Bis auf die letzten 5 Kilometer, da war dann ein Radweg, aber die ersten 5 Kilometer von Gunzenhausen ab war nicht schön. Da kommt schon wieder ein Auto. Egal, ist ja nur eins. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Kop Kun Leide, Savadi Krab und wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf diesem Channel, in diesem Theater. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, Komoot hat mich jetzt sehr gut geleitet. Normalerweise wäre ich diese hässliche Straße da wieder hergekommen, wo ich vorhin nach Wassertrüdingen abgebogen bin. Also die ist wirklich sehr stark befahren. Hier kam ich aus Gunzenhausen und jetzt hat er mich irgendwie hier entlang gejagt, obwohl hier eigentlich gesperrt ist, aber das war bloß die Unterführung über diese schönen Nebenstraßen, über die Dörfer. Jetzt habe ich mir dieses hässliche Stück hier gespart. Sehr schön. Jetzt geht es hier nach Gunzenhausen und wieder Richtung Heimat.ถวายบังคมก้มกราบวันพระ